Ich bin Simon Horn und 36 Jahre alt, betreibe seit 8 Jahren die Margarete, stolzer Vater 3 Kinder. Also privat ist für mich Corona ein totaler Einschnitt, weil ich zum Beispiel gerade meine Familie nicht sehe. Ja, das ist schon krass, weil ich sehr viel mit Leuten zu tun habe und wir entschieden haben erstmal für ein paar Wochen, dass ich nicht zu Hause wohne und das ist schon krass. Ja. Also das erste Mal so richtig im Bewusstsein, so auch was jetzt die wahrscheinlichen Folgen angeht, das war so vor 2,5 Wochen. So, ich kann mich nicht mehr genau an den Tag erinnern, weil seitdem fühlt sich die Zeit an, als also es hat sich so komplett verändert. So, es ist jetzt Corona, so, gibt keine Wochentage mehr und es fühlt sich eher so an, als wäre das vor 4 Monaten gewesen. Aber wenn man auf den Kalender schaut, dann ist es 2,5 Wochen her. Ja. Und da ist uns blitzartig klar geworden, das wird eine längere Geschichte und was Nachhaltiges und wird sehr wahrscheinlich auch das gesamte Konsumverhalten verändern. Und dieses Bewusstsein, das war dann schon so ein Schock erstmal. Also auch zu verstehen, so, dass, sagen wir mal, der hedonistische Lebensstil, den wir hier bedienen, dass der sich jetzt schon deutlich ändern wird. Unsere Kultur hier in der Margarete ist das Glas immer halb voll. Und wir haben direkt angefangen, uns dann halt zu überlegen, was das auch für Chancen vielleicht mitbringt. Ne? Das ist erstmal natürlich ein totaler Schock gewesen. So, man hat ein Restaurant ohne Gäste und wir haben zum Beispiel die Entscheidung auch 2 Tage vorher getroffen, zuzumachen, bevor wir mussten. Einfach um selber das in der Hand zu haben, um nicht so ferngesteuert unterwegs zu sein, um selber dem Team sagen zu können, hier, wir treffen jetzt eine Entscheidung, wir machen jetzt die Schotten dicht. Das wirklich Positive, wenn man davon reden kann, dass man das jetzt richtig positiv findet, aber das Gute daran ist, dass man wirklich rausbekommt, jeder für sich kann gerade rausfinden, was er so auf dem Kasten hat und wie flexibel wir so sind. Zu sagen, okay, wir müssen unser Geschäftsmodell ändern, wir müssen was Neues überlegen, wir gehen jetzt in dieses Internet. Ja? So, wir digitalisieren jetzt ein Restaurant und versuchen, so nah wie möglich ranzukommen und so unser Erlebnis zu den Leuten nach Hause zu bringen. Wir haben uns eben überlegt, so, wie schaffen wir es, die gute Zeit, die Leute hier haben und die Atmosphäre so gut wie es geht in einen Karton zu packen und zu unseren Kunden zu liefern, zu unseren Gästen. Da waren dann natürlich diverse Sachen nötig. Auf einmal sitzt man da und merkt, okay, krass, Musik, okay, alles klar. Und dann haben wir 27 Stunden Spotify-Playlists zusammengebaut, die wir den Leuten halt so dazugeben als Link, dass man so zu Hause dann sitzt, kann sein Bistro-Buffet aufbauen und die Musik hören, die auch in der Margarete läuft und dass einfach so dieses Gefühl da ist und man sich so heimelig sein kann. Ja? Und auf einmal das Wohnzimmer halt zu so einem Mini-Margarete wird. Ja? Also der erste Impuls ist, ich habe Hunger. Ich gehe auf unsere Homepage, suche mir heraus, worauf ich Lust habe. Und es gibt eben verschiedene Themen, wie auch hier in der Margarete. Es gibt einen Bistro-Bereich, da gibt es eher einfache Gerichte. Also gibt es eine Bistro-Box und es gibt die Dinner-Box, Restaurantgerichte und so ein bisschen anspruchsvoller, wie eben sonst hier in der Margarete auch. Dann rufen wir jeden persönlich an. Das ist so unser Hauptthema, dass wir sagen, hey, das Internet ist nicht so persönlich, aber wir machen es persönlich. Wir rufen jeden an. Also wenn ich bestelle bei uns und da drauf drücke, dann klingelt irgendwann in den nächsten Stunden das Telefon und ich rede mit jemandem hier vom Team und dann wird geklärt, wann geliefert wird und wann es passt. So. Und dann kommt die Kiste bei mir zu Hause an und es gibt eine coole Erklärung, was ich also zu tun habe und wie das geht. Und dann am Ende des Tages wird jeder unserer Gäste halt zu so einem kleinen Hobbykoch, der ein Erfolgserlebnis auch hat, weil ich mit wenigen Handgriffen kann ich was zu essen zaubern aus unseren vorbereiteten Speisen und fühle dann aber trotzdem so ein bisschen dieses, ey, ich habe jetzt was gekocht und angerichtet. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Also haben wir ein Verfahren entwickelt, wie man das am einfachsten hinkriegt und das ist tatsächlich so easy wie Spaghetti kochen. Und zum Beispiel unsere Lammhaxe, die kommt in so einem Beutel.
tut man ins Wasserbad, wartet 15 Minuten und schiebt sie in den Ofen und dann hat man halt eine super coole, leckere Lammhaxe. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe oder sowas. Sondern eben genau wie hier im Restaurant, nur dass wir es statt auf dem Teller in den Beutel tun. Also für uns ist das Thema Nachhaltigkeit in doppelter Hinsicht spannend. Zum einen geht es dann natürlich um die Produkte an sich. Also es ist natürlich schöner und sinnvoller, Kartoffeln aus der Wetterau zu haben als aus Südspanien. Und da kümmern wir uns schon seit eh und je viel drum, unsere Lieferantenbeziehungen zu pflegen und immer neue Menschen zu entdecken, die gute Sachen produzieren. Und stürzen uns da drauf und kaufen da sehr nachhaltig ein. Aber nachhaltig an der Geschichte ist eben auch, dass die jetzt alle da sind so, und dass sich da Beziehungen entwickeln, die halten. Also wir kämpfen überhaupt nicht alleine. Ich habe eher das Gefühl, dass wir alle auch spüren gerade, dass man den ein oder anderen Gedanken unserer Gesellschaft nochmal überarbeiten sollte. So. Und dass jetzt das, was sich schon immer gut angefühlt hat, wird verstärkt, und das, was sich schon immer komisch angefühlt hat, wird irgendwie auch verstärkt. So. Das ist schon ganz interessant. Ich finde es zum Beispiel gerade nicht so angenehm, im Rewe einkaufen zu gehen. Das ist eine merkwürdige Stimmung so. Aber auf dem Wochenmarkt zum Beispiel ist eine super Stimmung. Vielleicht macht uns das auch noch mal kurz klar, so hey, einfach mal doch immer auf den Wochenmarkt gehen und nicht nur fürs Gewissen und fürs Event, sondern zum Einkaufen halt und die Prioritäten richtig setzen und sagen, okay, wir geben in Deutschland mit am wenigsten für Nahrung aus. So, ne? Das ist vielleicht auch mal eine spannende Frage jetzt, so, wie das so weitergeht. Ob man Autos essen kann oder Geld essen kann, so eher nicht. Ich glaube, was ein berechtigter, guter Wunsch ist, wäre so ein bisschen so ein Schritt mehr Klarheit. Das ist so ein bisschen schade, weil es würde einem als Unternehmer doch schon mehr Vertrauen geben, wenn es so klare Ansagen gibt. Ja, zum Beispiel auch dieses ganze Thema, jetzt ist hier zu, Gastronomie ist nicht mehr und Friseur auch nicht und Fitnessstudio auch nicht und so. Also, weiß nicht, sowas wie ein Brief oder, also es gibt ja die IHK, die hat jede Adresse, einfach mal eine E-Mail an alle, so übrigens, ab Montag müsst ihr zu haben, aber stattdessen hört man es halt so aus den Tagesthemen oder aus der Presse. Das ist schon so ein bisschen, da finde ich, das wäre ganz gut gewesen, wenn da so die Stadtpolitik mal so eine klare Kante gezeigt hätte. Und dass die jetzt nicht von heute auf morgen alle eine Lösung parat haben, so ist auch logisch so. Und da ist ein gigantischer Druck. Aber ich glaube, dass Kommunikation auf jeden Fall was ist, woran man arbeiten sollte.